sieh dir den Hund an. Sie dir wirklich an. Sie zittern nicht, oder? Sie sind ruhig, weil sie nichts tun, was von Bedeutung ist. Sie sind schwer von der Last oder Dinge, von denen du sagtest, du würdest sie anpacken. Not denen du eben nie auch nur gegriffen hast. Du redest dir ein, dass du dich ausrast. Du sagst dir, dass dies still, dieses weich leuchten des Bildschirms, an deine Deckfrieden seien. Das ist es nicht. Es ist das Gescheins Hörschlags in einem Café, den selbst gebaut hat. Es ist das langsam, rhythmisch Tropfen des Potentials, das auf den Boden ausläuft, rennt du siehst. Du bist nicht im Frieden, du bist bedbannt, du bist gut aufgeräumt, und hast dieselbe Rolle gespielt wie gestern. Du bist dort dieselbe dagegen, hast denselben Gesichtsausdruck getragen und dieselben Lagen geschluckt. Du hast dir eingedeckt, dass morgen ein realer Ort ist. Das ist er nicht. Morgen ist der Friedhof jeder großartigen Idee, die du je hattest. Es ist der Ort, an dem dein Ehrgeiz einen leisen, häflichen Tod stirbt. Du wartest auf ein Zeichen. Du wartest darauf, dass das Wetter umschlägt, dass der Kontostand ein bestes Soll erreicht, dass das Gefühl der Bereitschaft dich wie ein Offenbring bekommt. Aber die Wahrheit ist, du versteckst dich nur. Du hast dein Leben in ein Wartezimmer verwandelt, und die Luft wird nach. Denken das letzte Mal, als du dich wirklich unwohl gefühlt hast. Nicht das Unbehagen in einer langen Schlange im Supermarkt, sondern die markerschütternd Reibung. Wenn du etwas tust, das dir verdammt notmal Angst macht, du kannst dich nicht erinnern, oder? Weil du dein Leben auf Bequemlichkeit optimiert hast. Du hast dir eine Welt kuratiert, in der nichts bist. Nichts kratzt an nichts mehr verlangt, als du bereit bist zu geben. Du nennst es Stabilität. Ich nenn es einen MIT-Matrix. Du erstigst in Sound. Jedes Mal, wenn du den einfachen Weg geholt hast, hast du ein Schicht deiner Seele abgetragen. Du wirst transparent. Du wirst zu einem Geist in deiner eigenen Geschichte. Die Welt will nicht, dass du aufwachst. Sie will dich müde. Sie will dich abgelenkt. Sie will, dass du dort das Leben von Menschen strollst, die es tatsächlich gewagt haben zu blüten. Nur damit du einen flachtigen Funken davon spürst, wie es ist, lebendig zu sein. Du frisst die Krummel vom mit anderer Lut. Warum? Weil du verdammt notmal Angst hast. Du hast Angst, dass, wenn du es wirklich versuchen würdest, wenn du dich mit deinem ganzen Gewicht gegen deine stemmen würdest, sie verschlossen bleiben könnt. Oder schlimmer noch, sie könnt aufgehen, und dann hättest du keine Ausreden mehr. Dann musstest du für die Person gerade sehen, die du im Spiegel siehst. Du brauchst die Reibung, du brauchst die Hits. Du musst das Peitschen des Winds in deinem Gesicht spüren. Denn es ist der einzige Beweis, den du hast, dass du dich bügst. Ohne das bist du nur ein Statue. Ich will, dass du das Gewicht deiner eigenen verschwendeten Stunden spürst. Ich will, dass es auf deiner Brust lastet, bis du keine Luft mehr bekommst. Ich will, dass du wartend wirst, nicht auf die Welt,
sondern auf die Version von dir selbst, die sich mit einem genuinen Leben abgefunden hat. Dies Person ist ein Dieb. Sie stiehlt von dem Menschen, der du hättest sein sollen. Sie stiehlt von den Menschen, die von deinem Lichtheiten inspiriert wurden können. Du bist egoistisch, indem du klein bleibst. Du hortest dein Potenzial wie ein Geisels ein Kist voller Gold, das niemals ausgeben wird. Sieh dich im Raum als was du siehst. Die Wand, das Telefon in deiner Hand, die Kleidung in deinem Körper, begann als ein Gedenk im Kopf von jemandem, der sich weigert, es bequem zu haben. Jemand, der bereit war, missverstanden, erschöpft und gebrochen zu sein, bis es sein Vision in die realisierte. Und hier bist du, ein Konsument ihres Kampfs, nicht bereit, deinen eigenen beizutragen. Macht dich das nicht krank? Dreht sich dir nicht der Magen wenn du weißt, dass du ein Zuschauer in einer Welt bist, die für Gladiatoren gemacht wurde? Das Fenster schließt sich, mit jeder Sekunde, die du in diesem Donnerzustand verbringst, wird die zu deiner Grage ein Stück schwerer, ein Stück schwieriger zu bügen. Bald wird sie festgeröst sein, und du wirst den letzten Jahr damit verbringen, jedem, der sucht, Geschichten darüber zu erzählen, was du hättest werden können. Aber den Stimm wird dann, und den Augen werden leer sein, weil du die Wahrheit kennen wirst. Du wirst wissen, dass du das Gefängnis geholt hast. Du wirst wissen, dass du den Krone gegen ein Kissen eingetauscht hast. Ich bin nicht hier, dir zu sagen, dass es Gott wird. Wie wird es das nicht. Wenn du bleibst, wo du bist, wird es das definitiv nicht. Ich bin hier, dir zu sagen, dass das für Not da ist, begraben unter all dem feuchten Holz und der Asch. Aber du musst derjenige sein, der das Streichholz entzündet. Du musst derjenige sein, der in die Glut bleibt, bis die Lungen brennen. Du musst entscheiden, dass der Schmerz der Disziplin unendlich viel besser ist als der langsam quälen Schmerz des Bedauerns. Spürst du das? Dieses Anspannen in deinem Kiefer, dies Anruhen deinen Beinen, das ist der Teil von dir, der Not lebt und versucht, die Betrübung zu durchbrechen. Drick es nicht weg, schlaf nicht wieder ein. Dies ist der einzige Moment, der zählt, nicht der in 10 Minuten, nicht der Morgen früh, jetzt. Teil das mit den Menschen, mit denen du bereit bist, in den Krieg zu ziehen. Aber dieses Gefühl, nicht nur einen Kanal, sondern die Verpflichtung, niemals wieder günstig zu sein. Hinterlass ein Spur, nicht damit die Welt sie sieht, sondern damit du, wenn du zurückblickst, weißt, dass du hier warst. Zerschlag das Glas, verbrenn den Sessel. Die Tür ist offen, gehindert, soll ich die Intensität für den nächsten Teil noch weiter steigern oder uns auf die psychologischen Barrieren konzentrieren, die dich am ersten Schritt hindern?